Konstruktionswerkzeug Sweeping, Steuerleine, Fusion 360 Tutorial. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Heute wollen wir uns das Werkzeug Sweepen anschauen. Zum Sweepen braucht man immer zwei zusammenhängende Skizzen. Also öffnen wir gleich eine Skizze und zeichnen ein Rechteck. In der zweiten Skizze werden wir den Pfad festlegen. Hier ist es wichtig, dass beide Skizzen miteinander verbunden sind. Am besten, man projiziert den Mittelpunkt in die Skizze, damit sie sich auf jeden Fall miteinander verbinden. Volumenkörper erstellen, Sweeping. Wir bleiben bei einzelnem Pfad. Nun wählen wir das Profil aus und den Pfad, der vom Rechteck wegläuft. Mit dem Drehwinkel werden die Umdrehungen eingestellt. Am besten macht man 360 Grad mal X. Dann kann man hinterher leichter korrigieren. Bei dem Verjüngungswinkel kann man einstellen, ob das spätere Bauteil zu einer Pyramide werden soll. Die Ausrichtung belassen wir auch da. Ich immer rechtwinklig zur Linie sein will. Bei Parallel bleibt die Anfangs- und Endfläche in der gleichen Ausrichtung. Wenn man neuer Körper auswählt, geht man vielleicht in die Multibody-Methode. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch doch mein Video zur Top-Down-Methode an. Dann lasst uns doch das Ganze in einem reellen Projekt anwenden. Hier möchten wir eine Steuerleine einzeichnen. Somit starten wir mit einer Skizze, die wir auf die Ebene der Rolle legen. Holen uns über Projizieren die Kontur der Rolle herein. Zeichnen wir nun den Querschnitt der Steuerleine in die Rolle. Öffnen eine zweite Skizze für die zweite Rolle. Damit wir den gleichen Abstand haben,
Nun die erste Skizze projizieren und schließen. Jetzt brauchen wir die Skizze für den Pfad und verbinden die Punkte mit einer Linie und schließen diese mit zwei Bögen. Wie beim ersten Beispiel, Volumenkörper erstellen, Sweeping. Wählen einen Kreis als Profil aus und den Pfad lotrecht und neuer Körper. Material wählen wir Leinenbeige. Das war's für heute. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.